Also heute ist der Donnerstag, der 1. Dezember 2022. Also mein Name ist Rainer Barth. Ich bin von Haus aus ein typischer Ostelbler, man hört es ja auch am Dialekt wahrscheinlich. Geboren in Elwangen an der Jagst, an der Peripherie vom Ostalbkreis. Ich bin aufgewachsen, zur Schule gegangen in Ahlen West, also Ahlenhofen-Weilach. Und jetzt bin ich seit 54 Jahren hier in Waldstätten. Und von den 54 Jahren war ich 33 Jahre im Rathaus in Waldstätten tätig. Ich bin jetzt 22 Jahre Vorsitzender vom Heimatverein. Wir haben im Jahre 2005 bis 2007 ein neues Heimatmuseum gebaut. Ja, und da bin ich, wie gesagt, der Vorsitzende und mache die letzten 10 Jahre Museumsführungen, dann Führungen in die Bunkerlandschaft in Waldstätten und auch Führungen durch die Geschichte von Waldstätten. Das ist so meine Haupttätigkeit im Ruhestand. Die Bunker wurden gebaut in den Jahren 1952 bis 1956. 1952 war ja der Koreakrieg. Ja, und da hat Amerika und Russland Krieg geführt. Ja. Korea wurde dann geteilt, also quasi die Demokratie gegen den Kommunismus. Und das war ja dann auch der Eiserne Vorhang, ist ja dann entstanden zwischen Ost und West. Ja. Und dann die Amerikaner versucht, ihre Präsenz hier in Deutschland zu verstärken. Ja. Und haben dann diese 3 Kasernen, die um Waldstätten herum bestanden, besetzt, beziehungsweise sind hierher gekommen. Und es ist ja so, dass eben viel an Material und auch an Lebensmitteln, an Uniformen nicht in den Kasernen gelagert werden, deponiert werden, sondern außerhalb von den Kasernen. Und zwar deshalb, wenn die bombardiert worden würde, dann wäre das ja alles weg, deshalb außerhalb. Und da liegt der Waldstätten ganz in der Nähe von diesen 3 Kasernen. Und deshalb haben sie also oben diese Bunker gebaut im Staatswald auf der Markung Waldstätten, um eben Material zu lagern, Munition, Gewehre, Teile von Raketen, dann auch Lebensmittel und eine große Anzahl von Bekleidung, von Uniformen. Es waren hier in der Gegend über 3000 Soldaten aus Amerika stationiert. Es ist also so, das waren rund 30 Hektar, diese Bunkerlandschaft, die war ganz eingezäunt. Ja. Es waren 3 Eingänge da und diese Eingänge wurden kontrolliert. Da stand so ein Häuschen, ja, und da waren Soldaten drin und also immer alle 8 Stunden gewechselt, also rund um die Uhr, 24 Stunden, sodass niemand Fremdes herein konnte in dieses Gelände. Es ist so, Personal war eigentlich nie oben in der Bunkeranlage, außer das Wachpersonal. Die sind immer hochgefahren, ins Material gebracht oder geholt und sind wieder zurückgefahren, sodass also fast kein Kontakt zwischen der Bevölkerung in Waldstätten und den Leuten in der Bunkeranlage stattgefunden haben. Also wie gesagt, alles war top secret, deshalb haben die Waldstädter das gar nicht so mitbekommen, was da oben abgeht. Also die Russen haben ganz genau gewusst, oder auch der Ostblock hat ganz genau gewusst, dass hier die Bunker vorhanden sind, weil der Geheimdienst hat da funktioniert, gar keine Frage. Umgekehrt habe ich auch, der Amerikaner hat genau gewusst, was drüben im Osten, was da an Bunkern und so weiter vorhanden ist. Also es diente nur zur Beruhigung der Bürgerschaft. Wir sind regelmäßig hochgefahren und wieder runtergefahren und oft hat das Personal auch gewechselt, also die Fahrzeughalter bzw. die gefahren sind. Und oft haben sie sich verfahren dann. Ich weiß ganz gewiss, wenn der 3. Weltkrieg ausbricht, die Amerikaner wissen gar nicht, wo der stattfindet. Im Gasbunker haben die amerikanischen Soldaten an der Hürden aufgebaut, ja, in der Gasmaske aufgesetzt, sind über diese Hürden mehr oder weniger gegangen. Und draußen war Kontrolle, war ein großes Fenster und dann andere Soldaten reingeschaut. Und wenn die festgestellt haben, einer der Soldaten fängt an zu wackeln, dann haben sie ihn rausgeholt, weil dann die Gasmaske undicht war. Deshalb der sogenannte Gasbunker. Also ich mache das sehr gern, diese Bunkerführungen, das sei ganz offen. Und zwar deshalb, weil das Interesse sehr stark ist. Ausgangspunkt war ja diese Bunkerausstellung hier im Museum. Und haben wir 3-mal verlängern müssen, so stark war die Nachfrage. Und da sind immer Fragen aufgetaucht, ja Herr Barth, warum sind die Bunker gerade in Waldstätten? Wer hat die Bunker gebaut und vor allem, was war in den Bunker drin? Ja, also wie gesagt, großes Interesse. Und dann haben wir gesagt, wenn das so ist, dann bietet mir Bunkerführungen an. Und seit rund 10 Jahren machen wir das. Ja. Und das freut mich auch, dass da die Nachfrage, das Interesse so groß ist. Also zu dem Punkt, gerade was Bunker, Soldaten,
Krieg und so weiter anbetrifft, sage ich immer, nichts rechtfertigt den Krieg. Nichts rechtfertigt den Krieg. Und das versuche ich auch während den Bunkerführern unterwegs den Leuten beizubringen. Oder das auch der Jugend vor allem. Ja. Und was jetzt dort gerade passiert in der Ukraine und so, da gibt es keine Rechtfertigung. Auch die anderen Kriege, die in Afrika oder egal wo stattfinden, es gibt wirklich keine Rechtfertigung. Und das ist mein Grundsatz.